Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute besprechen wir mal den Zungenstoß beim Blockflöte-Spielen, also das Anstoßen mit Dü oder Tü beispielsweise. Und ich zeige euch mal 3 mögliche Dinge, die schief gehen können und wie ihr das Ganze besser machen könnt. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Julia hat mir geschrieben mit einer Frage zur Artikulation beim Blockflötespielen, also zum Zungenstoß beim Blockflötespielen oder auch dem Anstoßen mit der Zunge. Muss ich beim Blockflötespielen für jeden Ton, den ich mit der Zunge anstoße, auch neu einatmen oder wie funktioniert das Ganze? Und ihr müsst euch vorstellen, also wir brauchen die Artikulation, den Zungenstoß beim Blockflötespielen, um die Töne deutlich zu spielen und auch Abwechslung reinzubringen in unser Blockflötenspiel. Also wir haben ja beim Blockflötespielen den Atemstrom. Wir blasen in die Blockflöte hinein und gleichzeitig zu Beginn jeden Tones, von Ausnahmen abgesehen, wenn ich jetzt keinen Zungenstoß machen soll, aber im Prinzip hat jeder Ton einen Beginn mit dem Zungenstoß. Das heißt, ich muss mit meiner Zunge nicht an die Flöte anstoßen, sondern an meine Schneidezähne oder auch an meinen Gaumen. Dazu kommen wir gleich. Aber im Prinzip stoßt ihr mit der Zunge zu Beginn des Tones hinten an die Schneidezähne dran, oben. So, okay, also und ich habe ja schon gesagt, wir brauchen unseren Atem, wir haben den Atemstrom und ihr müsst euch vorstellen, dass beim Artikulieren, also beim Anstoßen, der Atemstrom sein soll, als ob ihr einfach einen langen Ton spielt. Und natürlich wird dieser Atemstrom, dieser Ton, wird immer kurz unterbrochen, wenn dann die Zunge ins Spiel kommt und den Anfang eines neuen Tones markiert. Ihr müsst dann aber nicht neu einatmen, um weiterspielen zu können, sondern ihr habt einfach nur die Luft kurz gestoppt. Und das passiert natürlich, indem die Zunge euren Luftstrom abschließt, aber im Prinzip müsstet ihr auch einen Atemstrom vom Bauch aus, von dem Zwerchfell aus stoppen können, unterbrechen können, ohne dass euch gleich zu viel Luft auf einmal rausflutscht und ihr wirklich bei fast jedem Ton dann neu atmen müsstet. Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen ausholen. Also sowieso ist die Basis unseres gesamten Blockflötenspiels eine gute Atemtechnik. Das heißt, die Zwerchfellatmung, die tiefe Atmung in den Bauch hinein. Und wenn ihr eure Atemstütze nicht trainiert habt, wenn ihr nicht die Zwerchfellatmung richtig einsetzt oder gar nicht könnt bisher, dann passiert es im Prinzip im extremsten Fall, dass ihr einatmet und die ganze Luft geht auf einmal raus. Und die Atemstütze dient eben dazu, dass ihr die Luft dosiert rauslassen könnt. Und die Atemstütze muss man erstmal wissen, wie genau die funktioniert, und die kann man eben auch trainieren mit bestimmten Übungen. So könnt ihr also die Luft vom Bauch aus steuern, ohne dass die Zunge dafür eigentlich jetzt nötig wäre, um den Ton zu unterbrechen, um einen neuen Ton zu beginnen. Ich zeige euch das mal, wenn ich jetzt meine Luft immer nur vom Bauch aus mit dem Zwerchfell stoppe, ohne die Zunge überhaupt zu benutzen.
So, das klingt nicht so elegant, klar. Ich habe jetzt nämlich gar keinen Zungenstoß gemacht. Also zu Beginn des Tones habe ich kein Dü oder Tü gemacht. Und ihr hört ja schon, das klingt dann so ein bisschen wischiwaschi, klingt ein bisschen, als ob ein kleines Kind zum ersten Mal probiert zu spielen. Und ich habe aber zwischendurch nicht nochmal eingeatmet. Ich habe also auch nicht heimlich durch die Nase eingeatmet oder so, aber ich habe einmal eingeatmet am Anfang und habe die Luft immer unterbrochen durch meine Atemtechnik. Die Zunge macht dann den Anfang jedes neuen Tones. Und natürlich unterbricht sie auch dadurch den Luftstrom, aber es ist am besten, wenn ihr das auch von eurem Körper aus schon könnt. Auf jeden Fall solltet ihr nicht Standard immer vor jedem Ton nochmal Luft einatmen und das auch nicht müssen, sonst ist was mit eurer Atmung nicht in Ordnung. Es gibt natürlich die holländische Fischmaultechnik, so nenne ich das immer. Die habe ich gelernt, beziehungsweise die setze ich auch ein bei Staccato manchmal, wenn es nicht zu schnell ist, um die Töne schön zu timen. Wir wollen ja heute jetzt gucken, was kann schief gehen bei der Artikulation. Also das Prinzip ist, ihr braucht eine gute Atemstütze, ihr müsst die üben, ihr müsst die trainieren. So, erste mögliche Sache, die schief gehen kann bei der Artikulation, ist, wenn ihr zu weich artikuliert bei Portato. Portato ist, wenn ihr jeden Ton zwar anstoßt mit der Zunge, aber die Töne trotzdem ganz dicht aneinander hängt. Also die Töne dauern jeweils so lange, bis der nächste Ton anfängt. Wenn das nicht deutlich genug angestoßen ist mit der Zunge, also zwar weich angestoßen, aber dann zu weich, ja, dann könnte das so klingen. Und das kann schon mal vorkommen, wenn ihr ganz schön die Töne aneinander spielen wollt und trotzdem mit der Zunge anstoßen wollt, jeden Ton, also kein Legato spielen, wo man gar nicht anstößt, dann kann es passieren, dass eure Zunge zu weit nach unten hängt. Ihr müsst gucken, dass ihr eure Zunge ziemlich weit oben habt. Eigentlich könnt ihr zum Beispiel probieren, eure Zungenränder an die oberen Backenzähne dran zu legen, damit eure Zunge nicht, wenn sie anstößt vorne, anstößt und dann sich bequem macht, nach unten hängt und dann wieder anstößt. Was jetzt nämlich in dem Fall passiert ist, wenn das dann so super weich klingt, das ist schon vorgekommen bei Schülerinnen und Schülern von mir, dann habt ihr eigentlich irgendwann nur noch mit dem Zungenrücken angestoßen, statt mit der Spitze. Und das ist nur Sinn der Sache bei Doppelzunge zum Beispiel, also Dügü, Dügü oder Diri, Diri oder Diddle, Diddle, solchen oder Tecke, Tecke. Das sind Techniken, mit denen man sehr schnell spielen kann oder auch sehr abwechslungsreich. Und da setze ich abwechselnd die Zungenspitze und den Zungenrücken ein. Aber wir sprechen heute über die normale Artikulation mit einem Dü, wenn man es weicher spielen möchte, oder einem Tü, wenn man es härter spielen möchte, oder auch Do, To oder Du, Tu. Auf jeden Fall der Beginn ein D oder T. Und da müsst ihr eben darauf achten, wenn ihr das Portato weich spielen möchtet, aber trotzdem deutlich, dass ihr wirklich nur mit der Zungenspitze anstoßt. Dann gibt es das zweite häufiger auftretende Problem beim Anstoßen mit der Zunge, nämlich dass ihr einen hörbaren Zungenabschluss spielt. Also das klingt dann wie so düft, düft. Und der Ton endet ja auch irgendwann. Und ich kann das von
vom Zwerchfell aus machen, von der Atmung her stoppen den Ton. Aber es kann natürlich sehr hilfreich sein, und das macht man auch oft, um den Ton noch mit einem Zungenabschluss zu unterstützen. Also ihr legt dann am Ende des Tones die Zunge ganz sanft nochmal an den Gaumen, damit sie den Luftstrom wieder abschließt. Wenn das jetzt aber zu hart ist, also mit einem T, dann kriegt ihr dieses Düt, Düt. Also ihr müsst das dann ganz zart machen und vorsichtig. Und vor allem, ganz wichtig, jetzt komme ich wieder auf den Atem und die Atemstütze, ihr müsst gucken, dass euer Ton nicht lauter wird durch den Zungenabschluss am Ende. Weil dann klingt es auch so, wie ich es vorhin vorgemacht habe. Dann kommen wir zum Problemchen Nummer 3 beim Zungenstoß. Kennen vielleicht auch einige von euch, dass es zu schnell ist für die Zunge, dass die Zunge müde wird. Und da sind dann ganz viele von euch gleich bei der Sache mit Doppelzunge und sagen, ja, ich muss Doppelzunge lernen, die geht schneller, ich komme da nicht schnell genug mit der Zunge hinterher. Aber da würde ich sagen, Vorsicht, denn Doppelzunge könnt ihr natürlich lernen, das kann ja gar nichts schaden, aber ganz oft könnt ihr eure Geschwindigkeit einfach erhöhen, indem ihr mehr Abwechslung reinbringt in die Artikulation. Und wenn man Doppelzunge immer gleich einsetzt, wenn es einem etwas zu schnell wird, wird die Zunge auch ein bisschen faul, ist meine Erfahrung. Also versucht so viel wie möglich mit einfacher Zunge zu bewerkstelligen und achtet mal drauf, ob ihr vielleicht alles immer mit der gleichförmigen Artikulation macht. Ob ihr vielleicht Standard immer mit D spielt oder immer mit T. Und ob ihr nicht vielleicht da viel mehr abwechseln könnt, was ja auch der Interpretation der Musik viel mehr entgegenkommt und was zum Beispiel in Barockmusik, also wenn ihr jetzt Stücke von Telemann oder Vivaldi oder auch Stücke wie ein Menuett oder eine Bourrée oder eine Gavotte, was auch immer spielt, da ist es auch unbedingt vonnöten, dass ihr viel Abwechslung in der Artikulation reinbringt. Es ist schon ein erster super wichtiger Schritt getan, wenn ihr mal darauf achtet, was macht ihr da eigentlich, ja? Also wenn ihr alles immer nur, wenn ihr spielt und macht automatisch mit eurer Zunge immer das Gleiche, dann wird die Zunge sehr müde, einfach weil sie immer Es könnt ihr mal auch ohne Flöte probieren, wenn ihr ganz oft nacheinander machen müsst. Das ist ein bisschen anstrengender, als wenn ihr tüdü, 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 tüdü macht. Ich wette, das geht schneller bei euch, jetzt schon direkt. Falls nicht, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Und mich würde auch mal interessieren, ob meine Vermutung stimmt, dass viele von euch da noch nicht so drüber nachgedacht haben oder dass ihr vielleicht heute zum ersten Mal hört, dass man das abwechseln kann. Ich weiß es ja nicht. Oder dass ihr zumindest wisst, dass man es abwechseln sollte, aber dass ihr bisher immer so auf Autopilot das Gleiche gemacht habt. So, ich hoffe, ich konnte ein paar Problemchen für euch lösen, beziehungsweise euch wenigstens in diese Richtung führen. Denn also das A und O ist die Atmung, besser gesagt das I und O. Wie diejenigen von euch, die meinen Kurs schon gemacht haben, wissen, da lernt man das ganz ausführlich drin. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann freue ich mich über ein Abo, das ihr kostenlos dalassen könnt. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen, wie gesagt, und ich verabschiede mich wieder bis nächstes Mal. Freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.